Willkommen hier in Andex. Das ist mein Seminarhaus hier, mein Raum hier, wo ich bitte Seminare an über Heilung und gibt Vorträge hier über verschiedene Sachen, und dann das ist auch Behandlungszimmer. Ich bin Paul Skorpin und ich bin sozusagen ein Heiler und lehre Spiritualität, und ich bitte auch Seminarreisen an. Und ich bin hier jetzt gerade heute, weil ein paar Leute gefragt, Paul, könntest du uns erklären, was ihr erlebt auf der Insel Patmos? Und das bedeutet, dass seit 3 Jahren auf 2-mal pro Jahr, vielleicht sogar 3-mal pro Jahr, habe ich dann eine Seminarreise da angeboten. Und das Insel liegt in der Ägäen, und es ist einfach ein Paradies. Das Insel ist klein, mit 3000 Einwohnern in der Winterzeit oder weniger. Eine Teilnehmerin von mir, jetzt wohnt er da. Sie ist eine von dir jetzt. Und was wir machen ist, das werde ich jetzt erklären, okay? So, wir bringen 7 Tage zusammen auf diese Insel. Und wie gesagt, die Insel ist ein Paradies. Du guckst links nach rechts, vorne, du hast einen wunderbaren Blick auf diese Insel. Und das Hotel, wo wir das machen, das ist Neuen Muses, ist auch für uns eine große Unterstützung und eine Oasis für uns. Ich miete die ganze Hotel, 13 Wohnungen, und jeder Teilnehmer oder Paar bekommt eine Wohnung mit einem großen Schlafzimmer, oft mit einem Wohnzimmer dazu, und eine Terrasse, das guckt auf das Mittelmeer. Und was wir machen ist, wir erleben, was man sagt, die Offenbarung, die Apokalypse, aber in uns. So, warum? Es war so, dass Johannes, der gleiche Johannes sagt, der das los, mein Lehrer und Freund, das hat die Johannes Evangelium geschrieben, hat auch die Offenbarung bekommen, so ungefähr 60 Jahre später. Und er hat die Offenbarung bekommen über die Christusenergie in einer Höhle, und dann hat es gegeben an Prokolas, sein Schreib, und Prokolas hat das alles aufgeschrieben. Und man glaubt, viele Leute, besonders die Leute, die sagen, die sind sehr gläubig, glaubt, es ist eine Beschreibung von den Endtagen, die Endzeit. Und es ist aber nicht die Endzeit in der Welt, sogar die Endzeit in uns. Es ist eine tiefe Befreiung von, was wir nennen, Karma in uns. Und es ist interessant, weil der Dasklos hat gesagt, dass ein Mensch, wie die Hindus sagt, hat 7 Hauptchakren, Wurzelchakra, Sakralchakra und so weiter. Aber Dasklos hat auch gesagt, dass jede von diesen 7 Chakren sind noch mehr verteilt in 7 Ebenen. Das bedeutet, dass jede von uns ist aufgebaut von 49 Ebenen. Und auch wenn wir verlassen dieses Leben, wir gehen in eine von diesen 49 Ebenen. Hochinteressant, oder? Und dann, wenn man liest dann die Offenbarung, was erleben wir? Wir erleben 7 Szenen, geteilt bei 7. Genau das. Und die passen unglaublich schon zu den 7 Chakren. So, das erste Tag, wir erleben die 7 Sendungsschreiben an die 7 Gemeinden. Ephesus und alle die Gemeinden da. Und die bekommen Briefe von der Christusenergie. Und das sind die 7 Chakren. Hier sind die 7 Gemeinden. Und die Christusenergie, dann der Postträger kommt und dann gibt einen Brief an Ephesus und alle, die ganzen Sardis und so weiter, Laodicea, Philadelphia.
Und die fangen auch an mit Lob und dann die sagen, aber ihr macht das was ein bisschen falsch. Und dann fängt die Chakren an, schon an die ersten Tage, dass sie sind offen für Heilung. Okay? Und dann die zweite Tag, wir erleben die 7 Siegel. Die 7 Siegel sind da vom Anfang an. Und das sind die sind in die Chakren und unter dieses Siegel sind die Urkräfte von den Chakren. Und die Christusenergie öffnet dann an die zweite Tag diese Urkräfte, befreit dann die 7 Siegel und dann geht es was wirklich los. Weil dann kommt die Urkräfte von innen nach außen und sind befreit und fängt eine noch tiefe Reinigung. An die dritte Tag, wir erleben die 7 Posaunen. Das heißt, die Erzengel blasen 7 Posaunen tief rein in die Chakren, so zum Sagen. Und dann, so zum Beispiel, ein Drittel von uns wird dann sterben. Das beschreibt das Wald, ein Drittel von dem Wald stirbt und so weiter. Aber das ist alles in uns. Und dann an die 4. Tag die 7 Zeichen bekommen. Wir bekommen die 7 Zeichen, wir erleben die 7 Zeichen. Und an die 5. Tag die Erzengel, die gießen Gift aus Schalen in uns. Und dann geht noch eine tiefe Reinigung. Und dann an die 6. Tag, wir leben die 7 Sinnen. Und dann es wird leichter und leichter. Babylon geht in die Boden. Babylon ist unser Egoismus. Und dann an die 7. Tag ist es einfach herrlich. Herrlichkeit ist es, dass ein Kind ist geboren und das himmlische Jerusalem kommt nach unten und wird eins mit der neuen Erde. So, da entsteht eine neue Erde. Und über die ersten 6 Tage, wir sind eine neue Erde. Es klingt heftig aus, aber es ist heftig. Aber wie gesagt, wie machen wir das genau? Was wir machen, ist, ich führe Meditations jeden Tag. Ich lese die Offenbarung vor. Und die Leute, die sind in einem Kreis um mir. Und die Energie, das fließt durch mich, ist da auch. Als Johannes, als Thomas, als Artemis. Das war eine Artemis-Insel für eine längere Zeit. Mensch spürt das. Und das fängt an schon etwas dann in diese tiefe Meditation. Und dann nachmittags, wir kommen zusammen und ich habe aus all diesen 7 Reihen habe ich eine Behandlungsform bekommen. Und dann erleben wir dann eine Behandlung. Ich erkläre so weit wie möglich, was die Offenbarung symbolisiert. Aber die Offenbarung ist nicht für den Verstand. Man vertraut es, weil 7 mal 7, 49 und wir sind 49, man vertraut es sofort. Aber dann fängt an Chaos. Und Chaos ist wunderbar, weil Chaos ist eine weibliche Kraft, das schmeißt viel weg, dass es gibt Platz für eine neue Geburt. Okay? So, ich glaube, das ist nicht die beste Werbung, aber ich sage, es gibt Stammkunden von mir, die sind, einer hat dieses Seminar auf Patmos 5-mal gemacht, sie wohnt da jetzt. Andere hat es 2-mal, 3-mal gemacht. Und schon dieses Jahr, die ist schon angemeldet, auch für das. Das heißt, ein Meditative Retreat auf Patmos, eintauchen in die tiefe Offenbarung des Johannes mit Paul Scorpion, das bin ich. Und die erste Reise ist in Pfingsten dieses Jahr, von die 8. bis die 14. Juni 2019, in der Pfingstenzeit, wunderbare Zeit, weil das ist, so zum Sagen, eine Taufe. Eine Taufe bedeutet eine Reinigung. Und es ist eine wunderbare Zeit, weil es nicht so heiß ist da und die Insel ist nicht so besucht. Und dann die zweite Reise ist geplant für September.
nach einmal ist es nicht so heiß da und es ist auch die Leute gehen dann langsam weg. So, wir haben die Insel mehr oder weniger um uns, okay? Und das ist, das ist von dem 14. bis dem 20. September 2019. Und wir nehmen auch Zeit, wir essen gut, wir machen eine Reise auf ein Schiff und besuchen diese andere Insel, Nachbarninsel. Wir machen eine Busreise, es gibt Freizeit, weil es gibt einen Strand direkt unter dem Hotel. Kiesstrand, herrlich. Und wir gehen essen in Lokals, wo ich gehe gerne dahin. Und wir laufen viel. Wir laufen zum Kloster oben, die Johanneskloster. Das war einmal ein Artemis-Tempel, aber man sieht die Steine da übrig von dem Artemis-Tempel. Und jetzt ist es ein Johannestempel, auch wunderbar. Da ist die Schädel von Thomas. Und wir laufen natürlich in die Höhle ein paar Mal. Und wir laufen in die Stadt und trinken einen griechischen Kaffee. Und es macht auch Spaß. Und wir merken, jeder merkt, dass die Insel ist, Trost uns die ganze Zeit. Wir erleben eine tiefe Reinigung, aber die Insel mit Herrlichkeit und Heiligkeit ist Trost uns ohne Ende. Die Insel ist lebendig. Es ist lebendig. Und es ist eine ganz tiefe mutterliche Kraft da, vielleicht Artemis immer noch, oder Aphrodite oder Demeter, oder die Jungfrau Maria oder ihre Mutter Anna. So, es ist eine wunderbare Mischung zwischen tiefe Spiritualität und auch ein Urlaub. Okay? So, ich mag das, ich bitte diese Reise an jedes Jahr, 2-3 Mal. Ich mag das auf Englisch auch im Juni. In Englisch, das ist in Deutsch natürlich, aber ich bleibe dann und mag das auf Englisch. Und wie immer, wir erleben einen großen Umbruch in dieser Welt und in uns. Wir sind absolut konfrontiert bei Mustern, das wir tragen. Und das ist eine Zeit, man nennt es ein Paradigmenwechsel. Und die Energie wie die Christusenergie oder Artemis oder die Erzengel oder sogar Johannes und so Prokolas und so weiter, Christus, die sind viel mehr hier jetzt gerade, die sind hier mit uns, die wollen uns befreien. Und ehrlich gesagt, ich habe diese Seminar gemacht auf Patmos im September letztes Jahr, so ungefähr 6 Monate. Und ich habe gedacht, ich muss aufhören mit dieser Reise. Und der Grund ist, es ist so stark, dass man wird wirklich transformiert, wenn die Zeit ist reif. Keine Angst, es ist wunderbar. Vielleicht es war ein leichter Fehler von mir, dass ich habe das auf Deutsch gelernt und dann direkt nach Deutsch habe ich das auf Englisch gemacht zum Dänen und eine Norwegerin und so weiter. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, was wir haben in der Offenbarung, ist ein großes Geschenk. Weil es gibt keine andere Kochbuch, das trifft uns so genau. Es trifft uns auf alle Ebenen. Und es wird mir freuen, wenn ihr seid dabei. Ja, Dankeschön und alles Gute.